herzlich willkommen hier bei BoP Play. Ich bin der Lutz und wir sind jetzt hier zurück bei Star Trek Online bei der Mission Taris. Hier nochmal unsere Aufgabenstellung, alles wie immer. So, was kriegen wir? Wir kriegen Schutzschilder. Na gut, Schutzschilder habe ich. Passt schon. Beginnen wir Taris. Mal gucken, was uns da so erwartet. So wie ich Taris kenne, bestimmt nichts Gutes, aber na gut. Wir sind darauf vorbereitet. It is a pleasure to be working with you. I heard about how you got your first command. Well done. Not every officer could have stood up to the Borg like you did. Agents working for the Romulan Republic have recovered definite proof that Taris, or persons working for Taris, were responsible for the Hubus Supernova that destroyed the homeworld. Our agent spoke to Taris. She claimed that she was deceived by Hakiv. But that does not excuse her culpability in the destruction of 2 inhabited worlds and the deaths of millions. Our agent tells us that Taris believes her Iconian masters can change the past and restore Romulus. So not only is she a killer, she's insane. Wow, das ist mir jetzt nicht unbedingt neu, dass Taris verrückt ist. Taris cannot be allowed to commit even greater crimes in an attempt to fix her mistake. My intelligence officer, Lieutenant Gaius Salan, has intercepted communications that may allow us to locate Taris and finally bring her to justice. I'll let him explain in greater detail. Okay. Greetings. I am Lieutenant Gaius Salan of the Romulan Republic. There are certain pleasantries that are customary in these circumstances. However, I'm choosing to skip those. We have much to do. Recently, the Republic intercepted a transmission from a group of Remans in the Hubus system. These Remans have remained loyal to Taris, the former praetor of the Romulan Star Empire, who was deposed by Sela. While the transmission was not unusual, its origin point was. The Hubus system is under strict quarantine. However, a previous team uncovered a mining facility at one of the planetary fragments. We believe that the Reman loyalists may have returned to this facility to continue their efforts. The Hubus system is the origin point of the supernova and subsequent subspace explosion which destroyed Romulus and Remus. It is still, as you say, a hot zone. The Remans loyal to Taris are using the quarantine as a cover to resume their operations in the system. The transmission we intercepted was addressed to Commander Aranhu, a Reman who is the captain of Taris' personal guard. He must be the liaison to the forces in the Hubus system. The direct approach. If we confront the forces in the Hubus system, who are in violation of both Federation and Romulan Republic mandates by their very presence there, they will send a call for assistance to Commander Aranhu. Once he arrives, we simply follow him. It is likely that he will lead us back to Taris. I'm sorry to interrupt, but I've just received emergency orders from Republic Command and must respond. Gaius can transport to your ship and help you complete the mission. We'll return as soon as we can. War's das? Das war's. Okay. Also jetzt haben wir schon I am gehört. detecting some very rare minerals in the system, as well as the presence of protomatter. It is possible that Taris used the materials here to construct her weapon. Das haben wir schon gehört, hier ist der Ursprung der Hubus Supernova, die wir eventuell aus Star Trek von Abrams kennen, beziehungsweise aus dem Buch Countdown, also dem Comicbuch. Eins stört mich aber seit jeher an Store. Wenn hier eine so gefährliche Supernova stattgefunden hätte, hätten wir jetzt hier keine planetaren Überreste. Die wären mit verpufft. Na gut. Machen wir hier weiter. Das war schon immer ein Logikfehler im Spiel. Ja, musste auch jetzt mal rausposaunt werden.
Mein Gott, die Dekalithiumprobe, das kennen wir doch irgendwo her. Oh, ein romulanisches Schiff enttarnt sich. Was ist hier kaputt? 1, das sind gleich 3. Oh, zum Glück sind ein paar Birds of Prey. Nichts, womit wir nicht fertig werden würden. Offensichtlich. Gut. Einmal den Schild mitgenommen. Gucken wir mal ganz kurz auf die Map. Wir müssen da hinten hin zu diesem großen planetaren Fragment. Dann peitschen wir mal unseren Impulsantrieb dorthin. Oh, und noch mehr Zeugs, was in der Waffe verwendet wurde. Das ist interessant. Nehmen wir das doch glatt mal mit. As I suspected, the materials are all here. Our agent located Taris on planetary fragment Gamma. We should continue our search there. Wo ist dieses Fragment Gamma? Geradezu. Alles klar. Dann fliegen wir auch mal geradezu hin. Oh, da ist was sehr Interessantes auf diesem Planetoiden. Sieht aus wie eine Einrichtung. Ein Kraftfeld. Guckt euch das an. Warum sagt mir mein Instinkt gerade, dass gleich ein Warbird auftauchen wird? Weiß ja nicht. Ich untersuche hier gerade eine Basis von denen. Ist dem schon von 3 Birds of Prey überfallen worden. Oh! Oh! Oh, guck mal, was da ist. Ein Schlachtkreuzer, wie ich es mir gedacht habe. Einmal wenden. Your presence here is a violation of the quarantines established by at least 3 sovereign governments. Explain your purpose. I serve the Romulan Star Empire and its true leader, Taris. That is the only authorization I require. Jetzt ist er direkt in unsere Falle gezappt, ja? Wann legen wir eigentlich so einen Internetanfall? Naja. Wir müssen ihn ja zum Glück durch Manövrierung Minerals fähig in the machen. planetary fragment will conceal the ship's energy signature. If we hide in the asteroids near it and mask our energy signature, I predict that Iran will approach to investigate further and be unable to detect us. Gut, dann fliegen wir mal hier in dieses Asteroidenfeld rein und locken unser Ziel an, sage ich mal. Ah, da We ist er. were attacked by Starfleet saboteurs. They appear to have fled. Interesting. This is exactly like scenario 2247B. I thought scenario 1849K would be a more likely option. I shall incorporate this data into my modeling projections. Nevertheless, we should now be able to follow Aramco's trail. He should lead us right to Taris. Was sind das für Szenarios? Könntest du dich bitte mal deutlich ausdrücken? Na gut, fliegen wir mal diesem Warbird hinterher. Ich kann mir schon denken, wo wir ankommen. Ja, im Iconia-System. Warum habe ich mir das jetzt gedacht? Jetzt müssen wir dann den Krater scannen. He has most likely cloaked. The technology I used to track him is not localized enough to detect the ship. Only follow a general trail. Eigentlich finde ich es ein bisschen schade, dass man hier das ikonianische Schiff rausgepatcht hat, was einen eigentlich angreifen soll.
Oh, gut. Federation ship. I am Commander Shanclado of the Riemann starship Intraku. Your presence here could be considered an act of war. Leave immediately, or we will open fire. That is unfortunate, Starfleet. Our conflict is not with you. Commander Arahu has charged me with securing this installation at all costs. Praetor Taris must be allowed to complete her work. And you have already seen too much. Okay. Roter Alarm, Schutzschild auf Maximum, Phaser in Bereitschaft. Ein weiterer Dederidex enttarnt sich. Mein Gott. Schicken die uns ihre gesamte Dederidex-Flotte hinterher? Aber auch er hat uns nicht wirklich viel entgegenzusetzen, wie ich sehe. Bogen. I took the liberty of accessing the Intraku systems before it was destroyed. I managed to download the access codes for the planetary shield. I believe we should be able to use them to lower the shield and reach the surface. Das ist gut. Aber wir beamen uns noch nicht gleich runter. Ich will noch hier den Gegenstand. Ich will noch hier den Gegenstand haben. Lieutenant. Einen sekundären Deflektor. Wow, das ist, glaube ich, das ist wirklich, glaube ich, der allererste sekundäre Deflektor, den ich hier aufhebe. Das ist cool. Dann wollen wir jetzt mal beamen. Entschuldigt. Ist gerade auf jeden Fall noch was offen, was nicht offen sein durfte. Wir patchen natürlich immer wieder ein paar Fall. Gut. Ich habe mich nicht aufgeregt. Nein, nein. These are the coordinates for the underground structure we detected. Reading life signs, sir. Multiple Remans and one Romulan. Our quarry could be just ahead. Okay. Dann wollen wir mal vorsichtig sein. Ich finde diese überarbeitete Iconianer-Map richtig cool eigentlich, aber es sieht immer noch nicht so aus wie die Basis, die wir bei The Next Generation gesehen haben. Okay. Trotzdem ist so cool. Oh, hallo. No, I need your help with the gateway. Send your guards. Und schon wieder mal ein Sprachausgabe-Bug. Super. Und Granate raus. They appear to have been attempting to merge Iconian and Romulan technology. Perhaps in an attempt to reactivate the gateway network. We should access that console and attempt to open the door. Gut, dann tippen wir ja mal, indem wir auf der Konsole draufstehen. Nun hat wohl mal Spaß, mal mit den Füßen eine Konsole zu bedienen. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich habe das jetzt eben bloß kurz überflogen. Hier stand doch eben noch was. Von Taris, von Donatra. Eine Sekunde. Da. Ah. Ich dachte schon, da wird erklärt, warum Donatra auf einmal assimiliert war. Gut, dann springen wir. Steht da jetzt echt springen? Ach, entsperren. Ich bin. Mein Gott, meine Lesekünste lassen ja wirklich zu wünschen übrig. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was war jetzt das Richtige? Sie? Tau? Mein.
Entschuldigt. Bin gerade etwas unkonzentriert. Es tut mir leid. So, Tür entsperren. Sie. Omikron. Wow, das war's. Super. Sie und Omikron. Okay. Hallo. Au. Setzen die Romaner ihre Psykräfte ein, die kleinen Drecksäcke. Bitte einmal verrecken, Commander. Ach, das ist sogar... Das war ja sogar den wir fangen sollten. Interessant, ist mir noch nie aufgefallen. Da hat Donatra wohl ihre Verteidigung verloren. Und ich sehe gerade, wir haben hier natürlich ein ikonianisches Ziel. Aber erstmal betäuben wir Donatra. Da hinten haben wir auch schon die Konsole. So, dann wollen wir mal hier die Technologie uns holen. Obwohl ich mich wundere, wir könnten ja eigentlich... Taris first encountered the Iconians in 2365, when her warbird responded to a Federation incursion into the Romulan neutral zone. Those ships were there because the USS Yamato had located this world, Iconia, which until then had been lost to history. The Yamato did not survive first contact with the Iconian probes. The USS Enterprise and Taris' ship did. Since then, she's been obsessed with the Iconians. First, as a source of power, and later, as a way to bring back her lost homeworld. Taris believes they can turn back time, but it was Iconian agents who gave Hakiv the device that triggered the Hubus Supernova. Why would the Iconians restore what they destroyed? Das ist eine gute Frage. Ja, das wollte ich gerade sagen, man könnte hier aus dieser Welt, aus dieser Map so viel Ikonianer-Kram raussuchen. Und wir finden eine Konsole, wo wir dann über Star Trek Next Generation aufgeklärt werden. Ernsthaft? Egal. Ist ja nicht so, als wären wir hier auf der ikonianischen Heimatwelt. Nein. Enough. You have won. And in winning, you have doomed the Romulan people. They were not my crimes. I was betrayed by Hakiv. And now those crimes will never be undone. I hope you realize that in stopping me, you have doomed billions of Romulans to remain dead. Now you shall live with that guilt, as I have. Before we leave, may I suggest we look for evidence of the materials we discovered at Hubus? They will undoubtedly prove vital at Taris' trial. We should also overload the gateway and make certain it can never be used again. Okay, dann machen wir das mal. Auch wieder so ein Punkt, anstatt das auseinanderzunehmen und vielleicht zu gucken, ob man irgendwie eine Schwachstelle in den Gateways findet, machen wir es kaputt. Because why not? Entschuldigt, aber das sind Logikfehler, die springen mich richtig an. Und hinterher jammern noch rum, die Ikonianer, wir haben keine Chance gegen sie. Wenn wir auch unsere Chancen kaputt machen. So, jetzt muss ich mal gucken. Da, wir müssen an die romulanische Konsole. Jo, wir beamen uns auf unser Schiff zurück. Und der Offizier von der sieht es vor, unten zu bleiben. Okay. Wenn er meint.
Oh. Eine Scimitar. Oh. How nice to see you again. I feel like we are becoming old friends. I will admit that your previous attempts to thwart my plans have been irritating. But your actions today have more than made up for those petty annoyances. Taris still has her loyalists among my people. An open move against her would have been a distraction from my greater plans. But you played the pawn perfectly. I could not have asked for a more obedient tool. Now, if you will transport Taris to my ship, we can avoid any unpleasantness. Nichts da. Oh, da gucken wir, wer da kommt. Oh, sogar mit dem Galaxy Dreadnought. Oh, ja. The Lisette informed us that you might need some assistance with the prisoner transport. Good thing we brought some backup. Taris is wanted by the Romulan Star Empire for high treason and war crimes against the Romulan people. The Empire is the legitimate government of the Romulan people, and I demand you turn this terrorist over for trial and punishment. Wie viele Terroristen gibt es jetzt hier eigentlich noch? Na, mal gucken. Was haben wir so als Antwortmöglichkeiten? Sie haben hervorragende Argumente vorgebracht. Leider muss ich sie... Oh, ich glaube, das nehme ich schon. You are a disappointment. Nevertheless, you did remove Taris from the game, and for that I am grateful. Consider your decisions more carefully the next time we meet. I can be a powerful ally, or I can be your worst enemy. Das hier ist perfekt. Sternflotten-typisch. Ich hoffe, der Dreadnought hat seine Lanze da auf in die Richtung da ausgerichtet. Prisoner transfer successful. Taris is safely secured in the brig. We can take it from here. One more thing. We're detecting some unusual energy residue from the surface. Our databases identify it as Iconian. Do you have any idea where they went? Boah. Mein Gott. Alter, jetzt habe ich mich erschrocken. Muss mich ja auch so erschrecken. Looks like we missed all the excitement, but I have been monitoring your progress. On behalf of the Romulan Republic, I would like to thank you and your crew for your assistance. I am confident that the Federation will provide more than adequate security for Taris until her trial can be arranged. You can transport Gaius back to the Lisette as soon as you are ready. Alter, Tiaro, hast du ein Rad ab, um mir zu danken? Dann tarnst du dich mitten in der Flotte und verpasst mir einen Headsupport. Na gut, jetzt kriegst du erstmal den Offizier zurück. Die Belfast ist da immer noch. Cool. Gucken, krieg ich sie ins Bild? Ja, da ist er. Hübsches kleines Schiff der Defiant-Klasse. Gut, dann wollen wir das System verlassen. Und ich habe ja noch nie was dazu gesagt. Also die Überarbeitung der Romulaner-Mission ist enttäuschend. Weil man hat aus, ich glaube, 15 Missionen 4 gemacht. Dafür sind die Episoden, die gemacht wurden, richtig geil. Warum nicht mehr davon, Cryptic? Na gut. Gut, die Folge war hier ja auch ein einziger großer Logikfehler. Also von daher. Gut, dann nehmen wir jetzt unser Schutzschild. Congratulations. Oh, shit. Als nächstes treffen wir uns bei The Vault. The Romulans had a base, known as the Vault, that they used for research into Borg technology. This facility was abandoned in the chaos after the destruction of the Romulan homeworld, but intelligence suggests that the work there was far enough along that it was used to retrofit Nero's ship before it disappeared, along with Ambassador Spock's vessel in the Hubus system. Long-range sensors have detected energy spikes in the Halcona system, and Starfleet intelligence believes that someone is bringing the Vault back online. We need to know who, and more importantly, we need to know if there is still Borg technology or restricted weaponry on that base. I need you to proceed immediately to the Halcona system and investigate the Vault. Engage if you must,
But I would prefer if you could gather the information we need, without conflict. Ja. Wollen wir es versuchen? Erst kriegen wir... Ach ja, wir kriegen jetzt hier die Skorpion-Angriffsjäger. Ich erinnere mich. Ach du Scheibenkleister. Okay. Akzeptieren wir das mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei The Vault. Das ist im Übrigen eine Shuttle-Mission. Ja, ich würde sagen, ich muss meinen Shuttle noch ein bisschen umrüsten. Okay, das mache ich dann mal offscreen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Wolf?